Salvete, Simon sum, et hodie vobis linguam latinam docere volo. Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal Mission Zukunft. Heute kümmern wir uns um die Aussprache des Lateinischen. Im heutigen Video werden wir uns zunächst die Vokale angucken, dann die Halbvokale, dann die Doppelvokale und schließlich noch die Konsonanten. Bevor wir aber richtig loslegen, muss ich noch ein großes Achtungsschild in den Raum werfen, denn es geht hierbei nur um klassisches Latein. Es gibt viele Arten des Aussprechens von Latein. Auch Schullatein ist theoretisch korrekt, aber das klassische Latein wurde von den Römern zumindest in einer kurzen Zeitspanne tatsächlich gesprochen. Das klassische Latein ging von ca. 75 vor Christus bis 100 nach Christus und wurde vor allem von der Elite gesprochen. Das bedeutet, das Volk hat Latein etwas anders ausgesprochen, ja. Das nennt man dann Vulgärlatein. Vor dem klassischen Latein gab es das Altlatein und nach dem klassischen Latein folgte dann das Spätlatein. Fangen wir also an. Pars prima. Vokale. Zu den Vokalen im Lateinischen zählen A, E und O. U und I sind sogenannte Halbvokale. A, E und O werden sozusagen genau wie im Deutschen ausgesprochen. I und U werden jeweils ein klein bisschen anders ausgesprochen. Und sie sind ja sogenannte Halbvokale. Das bedeutet, sie haben einen Charakter, der etwas mehr konsonantisch und einen Charakter, der etwas mehr vokal ist. Wie zum Beispiel beim I. Das I taucht als I auf und als J, also als J. Zum Beispiel in Julius. Also ein I wird zu einem J, wenn es mit einem Vokal in Berührung steht. Also zum Beispiel UI oder IU. Spielt es keine Rolle, wo der andere Vokal steht. Das I wird dann zum J. Beim U haben wir dann einen anderen Fall. Die Lateiner hatten nämlich nur das V, haben es aber wie ein U ausgesprochen. Und aber nicht wie ein deutsches U, sondern wie ein englisches W, also ein W. Wenn ihr moderne lateinische Texte lest, dann werden dort mit großer Wahrscheinlichkeit Vs und Us auftauchen. Das ist einfach zur Einfachheit und Anpassung an die modernen Sprachen. Aber die Lateiner hatten nur das V und es wird immer wie W ausgesprochen. Wenn ihr also U oder V seht, es wird immer gleich ausgesprochen. Dann schauen wir uns nochmal die Doppelvokale an, und zwar werden die immer im Lateinischen getrennt gesprochen. Also nicht Europa, sondern Europa zum Beispiel. Oder nicht Cäsar, sondern Caesar. Also das AE wird nie wie ein Ä ausgesprochen, sondern immer getrennt. Pars secunda. Am Anfang betrachten wir mal die einzelnen Buchstaben, die im Lateinischen etwas verschieden ausgesprochen werden. Da haben wir zunächst das C. Das C im Lateinischen wird immer wie ein K ausgesprochen, niemals wie C im Deutschen. Also die Lateiner haben nicht gesagt, dass dieser Mann Cicero heißt, sondern er hieß Cicero. Und Cäsar hieß nicht Cäsar, sondern Caesar. Daher kommt übrigens auch das deutsche Wort Kaiser. Was ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ist, dass das R im Lateinischen immer mit der Zunge vorne gerollt wird. Also R. So, dann bleiben noch die restlichen Konsonanten übrig, also zum Beispiel G, K, T, P, D. Ja, die werden im Lateinischen, wenn sie alleine stehen, immer unaspiriert ausgesprochen. Das bedeutet, sie haben keinen Nachhauch. Das sieht man ganz gut am Beispiel T. Im Deutschen T. Im Lateinischen T. Also es gibt keinen Hauch. Ein Beispiel im Lateinischen wäre das Wort tum. Das wird eben nicht tum ausgesprochen wie Turm im Deutschen, sondern tum. Dahingegen gibt es im Lateinischen durchaus eine Möglichkeit, die verschiedenen Buchstaben, Konsonanten zu aspirieren, also mit einem Nachhauch zu versehen, und zwar einem sehr starken. Und zwar schreibt man dann hinter den Konsonanten ein H.
dann wird aus einem T ein T. Dann muss es aber auch stark ausgesprochen werden. Zum Beispiel das Wort Theoria im Lateinischen wird nicht Theoria ausgesprochen, sondern Theoria. Also man muss dann das H stark hören. Genauso wird ein CH im Lateinischen nicht wie im Deutschen Ch oder Ch ausgesprochen, sondern K. Jetzt kommen wir schon zu den etwas, nicht so häufig anwendbaren Möglichkeiten, die aber dennoch wichtig sind. Die Besonderheit haben wir hier beim QU. Das wird im Lateinischen wie ein Q ausgesprochen, also sehr hart. Die Buchstabenkombination GN im Lateinischen wird nicht wie GN, sondern wie NGN ausgesprochen. Das macht das Ganze etwas einfacher zum Aussprechen. Dann sagt man eben nicht Magnus, sondern Magnus für das Wort groß. Weiterhin eine ganz fundamentale Regel im Lateinischen ist, dass Doppelvokale und Doppelkonsonanten immer doppelt lange ausgehalten werden. Also heißt das Wort für Schau siehe da nicht Ecke, sondern Ecke. Außerdem wird das M am Ende eines Wortes nasaliert. Also nicht M, sondern M. Zum Beispiel haben wir das Wort Erm. Das wird nicht Erm ausgesprochen, wie ich es eben gesagt habe, sondern Ern. Und die letzte Regel, die es noch gibt, ist, dass es im Lateinischen keinen Glottisschlag gibt. Der Glottisschlag ist etwas ganz Spezielles, was es fast nur in Deutschland gibt heutzutage. Also die deutsche Sprache enthält bestimmte Knacklaute. Die entstehen vor allem am Beginn eines Wortes, wenn am Beginn eines Wortes ein Vokal steht. Dann beginnt der deutsche Sprecher häufig mit einem Knacklaut. Ja, zum Beispiel sagt der Deutsche nicht Apfel, sondern Apfel. Oder man kann dadurch auch den ein oder anderen Unterschied tatsächlich hören. Oder es macht sogar einen wichtigen Unterschied bei dem Wort Spiegelei oder Spiegelei. Spiegelei, Spiegelei. Da hört man einen Unterschied, das ist der Glottisschlag, der existiert im Lateinischen nicht. Deshalb müsst ihr den unbedingt versuchen wegzubekommen, wenn ihr Latein sprechen wollt. Das ist eine große Fehleranfälligkeit, übrigens auch für viele andere romanische Sprachen, die diesen Glottisschlag nicht enthalten. Was man aber machen kann, ist vor jedes Wort, das mit einem Vokal anfängt, ein kurzes H zu setzen. Dann sagt man eben nicht mehr Apfel, sondern Hapfel. Dadurch lässt man den Glottisschlag auf jeden Fall weg. Es ist natürlich falsch, aber es ist ein Weg, um zum Ziel zu kommen. Zum Schluss habe ich noch einen kleinen Beispielsatz für euch und der lautet Caesar videt. Und damit war es das auch schon wieder. Gratias ago et valete spectatores. Vielen Dank, dass ihr das Video bis zum Ende gesehen habt. Und wenn ihr mich noch weiter unterstützen wollt, dann könnt ihr gerne hier unten auf den Abo-Button klicken. Dann verpasst ihr in Zukunft auch kein Video mehr, denn es werden auch weitere folgen. Und hier kommt ihr dann noch zu einem weiteren Video. Klickt gerne mal drauf, ist bestimmt interessant. Was laber ich eigentlich?